Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute soll es sich mal um die Dungeon Pause drehen, denn seit dem letzten W50-Video kamen dann doch ein paar Fragen nochmal auf, was überhaupt die Dungeon Pause ist, beziehungsweise ob ich nicht mal dazu vielleicht ein Video machen könnte, wo ich das Ganze erläutere und mal drauf eingehe. Und deswegen zum aktuellen Anlass, da ja viele Leute die Dungeon Pause jetzt genommen haben, also beendet haben auf W50 und ich das im letzten Video thematisiert hatte, jetzt nochmal meine Ansicht bzw. die Erklärung, was überhaupt die Dungeon Pause ist, was sie bringt, wie man sie nehmen sollte, etc. pp. Ansonsten der Piccolo hatte vor kurzem auch ein Video dazu gemacht, da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen, auch sehr anschaulich das Ganze dargestellt. Und ich werde jetzt nochmal meine Sicht der Dinge zur Dungeon Pause geben. Ich hatte sie ja auf W50 hier nicht gemacht, weil es mir halt einfach keinen Spaß macht. Ich finde das Spiel ziemlich trocken, ohne Dungeon Pause oder beziehungsweise wenn man die Dungeon Pause macht, besser gesagt, weil man hat nicht viel zu tun. Aber wir machen mal jetzt eins nach dem anderen. Und zwar, was ist überhaupt die Dungeon Pause? Ist relativ selbsterklärend. Man nimmt keine Dungeons für einen bestimmten Zeitraum. Und dieser Zeitraum befindet sich zwischen, man sagt, zwischen 350 kann man starten, 340, 350 bis ca. 370. Ja, kann man anfangen, die Dungeons nicht mehr zu nehmen. Ab da an pausiert man das Ganze und dann spart man sich das lange Zeit auf, bis kurz vor 500, bis zu 480 und pusht dann so bis auf 500, 500 plus dann weiter und hat quasi dadurch mehr Erfahrung gewonnen als jemand, der die Dungeons die ganze Zeit nehmen würde. Warum ist das so? Dazu muss man verstehen, dass es in Shakes and Fidget halt eine Erfahrungskurve gibt, die aufsteigt und wieder absteigt. Das Ganze zeige ich euch jetzt auch nochmal. Wir hatten das zum Anfang von W50 vor 1,5 Jahren auch ganz stark thematisiert, weil es da das erste Mal so aufkam. Ne, ihr wisst ja, wir hatten das ja mit Paul Terra zusammen geplant, das Ganze mal in der Praxis darzustellen. Da er ja aufgehört hatte, hat sich das leider zerschlagen. Jetzt machen wir das mit Meister G, der ja auch in der Dungeon Pause ist. Und werden das dann mal da vergleichen, wenn er die Dungeons auch genommen hat. Ne? Und wir haben jetzt, W50 ist jetzt circa 1,5 Jahre alt, also das kommt jetzt gut hin, dass die Leute so langsam anfangen, die Dungeons zu nehmen. Und für wen ist die Dungeon Pause? Die Dungeon Pause ist halt eben für Leute, die vorhaben, wirklich längerfristig auf einem Server zu spielen. Das ist nichts für Leute, die vorhaben, 1, 2, 3 Jahre oder so zu spielen, weil man startet natürlich mit, man startet natürlich erst mit Stufe, sagen wir mal 340, 50, 60, 70 so, ne, das könnt ihr euch selbst aussuchen und nehmt die dann halt eben erst später, wenn ihr circa 480 oder so seid und bis dahin ohne Dungeons hinzukommen, das hat man ja hier gesehen, da vergehen schon mal so 1,5 Jahre. Also ihr müsst alleine da schon mal circa 2 Jahre dafür einplanen und ab da an fängt es halt auch wirklich erst an, sich richtig zu lohnen. Aber bevor wir da erstmal hingehen, machen wir mal eins nach dem anderen. Und zwar zeige ich euch jetzt hier einmal die Erfahrungskurve. Die startet hier in Blau, ja, und wir haben einmal hier die Goldkurve in Orange, ja. Und die XP-Kurve, die habt ihr schon ein paar Mal bei mir gesehen, die geht hier pro Level hoch. Hier unten haben wir das Level, hier haben wir die Erfahrung pro Quest und die geht hier hoch und geht dann wieder runter. Ab 393 erreicht diese Erfahrungskurve ihren Peak. Also auf dem Level könnt ihr das Maximale an Quests, Erfahrung rausholen. Und deswegen macht es natürlich Sinn, so lange wie möglich in diesem Erfahrungsbereich zu bleiben. Ja, deswegen fangt ihr circa bei, sagen wir mal 350 an, die Dungeons euch aufzusparen. Und jetzt habt ihr quasi die komplette Range von der besten Erfahrung, die ihr im Spiel haben könnt. Und ab 393 sinkt das Ganze wieder. Ja. Und ab ca. 480, da überschneidet sich hier so die Goldkurve mit der XP-Kurve. Ab da an sagt man dann so circa, kann man sich dann die Dungeons nehmen.
Und ihr könnt anfangen, so langsam auf Gold zu spielen. Nicht full, aber halt eben die beste Quest könnt ihr euch aussuchen und habt da schon mal einen Vorteil gegenüber den Leuten, die die Dungeons genommen haben in dem Bereich. Weil, wieso ist das so? Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt 380 und nehmt jetzt die Dungeons und die legt ihr jetzt einfach, ne? Die Dungeons an sich, die bringen euch ja feste XP. Die sind ja nicht irgendwie levelgebunden oder so. Die Dungeon XP sind fest, die sind festgeschrieben, die bringen immer die gleiche Erfahrungspunkte für die gelegten Dungeon-Gegner. Das heißt, ob ihr die nun hier legt oder da legt, mit 300 oder 600, das ist egal, die geben euch immer die gleiche XP. Und wenn ihr jetzt anfangt, mit 380 Dungeons zu legen, dann kommt ihr natürlich viel, viel schneller im Level voran. Was heißt das? Ihr verlasst schneller die gute Erfahrung, also die guten Erfahrungsquests. Also ihr verlasst schneller den Raum, wo ihr gute Erfahrungsquests bekommt. Und steigt im Level natürlich schneller als Leute, die die Dungeons nicht legen würden. So, das heißt, die Dungeon-Pause machen, halten sich viel länger in diesem Bereich auf und können später trotzdem noch die Dungeons legen, weil die XP ja sowieso fest sind von den Dungeon-Gegnern so. Und deswegen questen Dungeon-Pause Spieler längere Zeit mit besserer Erfahrung als Leute, die halt eben nicht die Dungeon-Pause machen und können dadurch halt eben, man sagt, wenn man die Dungeon-Pause richtig spielt, zwischen 10 und 15 Level mehr machen als Leute, die die Dungeons halt eben sofort nehmen. So, das ist natürlich ein krasser Vorteil und das hat natürlich auch den Vorteil, dass ihr halt eben schneller, höher im Level seid und halt eben mit mehr Gold questen könnt als Leute, die schon die Dungeons genommen haben. Das Ganze birgt aber auch Nachteile, das dürft ihr auch nicht vergessen, denn mit 393 bringt euch das Kalender-Up, also das Kalender-Level-Up, bringt euch 1,5 Milliarden XP. Also wenn ihr im Kalender hier eine Stufe aufsteigt, bringt euch das ja ein komplettes Level-Up. Und ihr habt ja 1,5 Milliarden XP, die ihr erreichen müsst pro Stufe. Und das habt ihr halt eben ab 393. Ja? Ab da an braucht man 1,5 Milliarden XP für ein Level-Up. Und das bekommt ihr halt durch den Kalender. Und der Nachteil dadurch ist natürlich, wenn ihr jetzt mit 350 anfangt, keine Dungeons mehr zu legen, habt ihr natürlich einen Nachteil den Spielern gegenüber, die weiter Dungeons machen, weil die mehr Erfahrung bekommen durch das Kalender-Level-Up. So, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr wenn ihr diese Dungeon-Pause eingeht, nicht irgendwie ab Stufe 400 oder, keine Ahnung, die Dungeon-Pause zu früh nehmt, weil wenn ihr die zu früh nehmt, könnte es sogar sein, dass ihr Nachteile durch die Dungeon-Pause erleidet, weil ihr Dungeons eventuell zu früh genommen habt und zu wenig von dem Kalender-Level-Up profitiert habt. Deswegen, falls ihr euch entschließt, die Dungeon-Pause anzufangen, dann müsst ihr die auch wirklich durchziehen bis 480 oder so. Und das dauert halt wirklich so 1,5 Jahre, wenn ihr die gut spielt. Also es ist wirklich was für Langzeitspieler und ab da an fängt es sich halt wirklich an zu rentieren. Das heißt, wenn ihr diese 2 Jahre, sagen wir mal mit Serverstart, 2,5 Jahre gemeistert habt, dann müsst ihr halt eben auch nochmal 1-2 Jahre oben drauf rechnen, die ihr halt eben erst an Vorteile jetzt auf der Stufe, wenn ihr die Dungeons genommen habt, erst den Leuten gegenüber erspielt, die Dungeons halt eben nicht genommen haben. Ja, und ich denke mal, das ist soweit relativ verständlich. Es hat natürlich auch alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich halt eben auch, dass ihr euch immense Pilze spart, wenn ihr nicht irgendwie verzweifelt versucht, irgendwelche Dungeon-Tries zu machen oder so, falls ihr dafür irgendwie anfällig seid, ne, dass ihr da hier die Pilze in Dungeons verballert. Das heißt, ihr braucht theoretisch keine Pilze und ihr braucht theoretisch auch keine Tränke. Ja, das müsst ihr natürlich immer mit eurer Gilde kommunizieren, ob ihr in der Dungeon-Pause seid oder nicht. Aber theoretisch braucht ihr keine Tränke, weil ihr halt sowieso keine Dungeons legen müsst, weil ihr euch die sowieso aufspart. Das heißt, ihr spart sehr viele Pilze. Das ist ein Vorteil. Warum ich die Dungeon-Pause auf dem Server hier nicht gemacht habe,
ist für mich persönlich, dass der Spielspaß von dem Game halt eben deutlich in den Keller sinkt, weil für mich die Dungeons halt das Spaßigste sind so an Shakes and Fidget und ich halt eben sehr angetan bin davon und sehr erpicht, die Dungeons halt eben zu legen, und wenn die eine bestimmte Prozentchance haben, dann ist es spannend, dazu zu schauen, ein paar Pilze rein zu investieren und so weiter und so fort. Das könnt ihr natürlich nicht machen. Deswegen für mich war es halt ziemlich öde. Jetzt muss man halt eben damit leben, dass man ein bisschen hinterher ist, Leuten, die halt eben eine Dungeon-Pause gemacht haben, ne, und jetzt halt eben mit etwas besseren Quests, Gold-Quests, Gold generieren. Und ich habe natürlich einen kleinen Vorteil den Leuten gegenüber, die eine Dungeon-Pause gemacht haben, und zwar dadurch, dass ich eine Zeit lang ein höheres Level hatte, konnte ich natürlich halt ein bisschen mehr Gold generieren, aber wenn die Leute es wirklich gut spielen und sagen wir mal so 15 Level mir voraus sind, die hole ich halt auf der Stufe nicht mehr so einfach ein, beziehungsweise ist fast unmöglich. Und auf kurz- oder lange Sicht, deswegen fängt es halt erst wirklich an, sich zu rentieren, wenn man nach der Dungeon-Pause auch noch Jahre weiterspielt. Da fängt es halt dann an, dass die Leute mir dann so ein bisschen davonziehen, basispunkttechnisch gesehen, also statpunkttechnisch, weil die halt eben ab jetzt an dauerhaft mehr Gold generieren als ich, der eben die Dungeons genommen hat. Ne? Also schlussendlich bleibt zu sagen, wenn ihr wirklich die Ausdauer habt und wirklich vorhabt, irgendwie 4, 5 oder noch mehr Jahre auf einem Server zu spielen, dann ist es empfehlenswert, eine Dungeon-Pause zu machen. Bedenkt allerdings halt auch, wenn ihr die halt anfangt, die halt auch wirklich komplett durchzuziehen, weil sonst könnte es sein, dass ihr halt, vielleicht sogar XP verliert, wenn ihr zu früh die Dungeons wieder nehmt, weil ihr halt eben, relativ früh angefangen habt, die Dungeon-Pause einzulegen, bekommt halt dadurch nicht so viel XP durch den Kalender-Level-Aufstieg, ne? Und das könnte hinten raus sich halt wirklich bemerkbar machen. Ihr bekommt in der Zeit natürlich auch weniger XP durch die Quest von Stufe, sagen wir mal, 350 bis 393. Ne? Also ihr kommt da langsamer hin, aber ihr haltet euch länger in dem Bereich auf, sodass ihr quasi viel mehr davon denn auf Long-Term generiert, als Leute, die schnell in diesem Bereich halt durchpushen, und das gleicht das Ganze so ein bisschen dann wieder aus. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung mal zur Dungeon-Pause in die Kommentare. Ich hoffe mal, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Und wie gesagt, wir werden das Ganze auch nochmal veranschaulichen an Meister G, wenn er aus der Dungeon-Pause rausgeht. Ab dem 1.1. Hatte er hier die Dungeon-Pause eingelegt. Ich glaube, war ein bisschen später, ich bin mir nicht ganz sicher, müssten wir nochmal alles abquatschen, wenn es soweit ist. Ansonsten sieht man es halt gut an den Leuten, die jetzt aus der Dungeon-Pause raus sind nach circa 1,5 Jahren. Und das auf jeden Fall dazu, ne? Also, dass ihr da erstmal so einen kleinen Einblick bekommen habt, was überhaupt die Dungeon-Pause ist, wovon wir hier die ganze Zeit reden, was sie bringt und was für Vor- und Nachteile das Ganze hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.